Moin Moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und heute würde ich sagen, in der Rohfassung nur du und ich. Es geht heute um 6 Themen, die ich mitgebracht habe, wo ich mir sicher bin, dass wenn du sie ernst nimmst und berücksichtigst, dass du dein Traden um mindestens 10x verbessern kannst. Also, ich würde sagen, wir starten direkt durch. Das erste Thema ist, nehme das Traden wirklich ernst. Sehe es am besten genauso wie eine Selbstständigkeit. Du hast Einnahmen, das sind deine Gewinnertrades, du hast Ausgaben, das sind deine Verlusttrades. Dafür musst du aber keine Produkte einkaufen, keine Mitarbeiter bezahlen und auch keine Büroräume. Ich sehe manche Menschen mit einer Erwartungshaltung an den Markt kommen, dass sie 3, 4, 5 oder vielleicht auch 10.000 Euro einzahlen und 4 Monate später Multimillionäre sind. Das würde keiner denken, der frisch mit einer nagelneuen Selbstständigkeit anfängt, in einem Gebiet, wo er sich noch nicht wirklich auskennt. Deswegen in diesem Falle lieber einen Schritt zurück, Erwartungen etwas runterschrauben, dafür aber Routinen einbauen, so als wärst du selbstständig. Du arbeitest natürlich auch in der Selbstständigkeit hinterher mehr als in einem 9-to-5-Job, weil es ist dein Baby, du möchtest dort Vollgas geben und genau so musst du das Traden auch betrachten. Hier ist es wirklich wichtig, über den Tellerrand zu schauen und auch die Extrameile zu gehen, denn wir wissen, 85% aller Trader verlieren am Markt, 15% gewinnen, davon wahrscheinlich 5% richtig gut. Deswegen Vollgas geben. Wenn du es im Traden schaffen willst, musst du einer der engagiertesten sein und im besten Falle mehr als 99% aller Trader arbeiten. Und der zweite Punkt ist das Trading-Tagebuch. Du hast es wahrscheinlich schon 100 Mal gehört und ich habe es wahrscheinlich schon 10.000 Mal erwähnt, jetzt nicht auf dem Kanal, aber in Gesprächen. Es ist das wichtigste Tool, was du hast. Nur anhand deines Trading-Tagebuchs oder deines Journals kannst du nachvollziehen, was du falsch gemacht hast und was du richtig gemacht hast. Jeder Trade, den du nimmst und der ein Gewinner ist, aber nicht dokumentiert ist ein verlorener Trade. Und jeder Loser, den du genommen hast, den du nicht dokumentiert hast, ist ein doppelt verlorener Trade, weil du nichts daraus lernen kannst. Ich meine, du weißt ja auch nicht, was du vor 3 Wochen um 14:30 Uhr gemacht hast. Gut, kann jetzt ein blödes Beispiel sein, aber du weißt, was ich meine. Deswegen, bitte organisier dir ein Journal und so detailreich wie möglich. Auf YouTube findest du unendlich viele Journals. Falls du dazu gerne mehr wissen möchtest, schreib es mir sonst in die Kommentare. Ich mache gerne nochmal ein Video darüber, wie du dir ein Journal erstellst und welche Details ich drin habe. Ansonsten zeige ich auch gerne mal mein Journal. Nur dank meines Journals habe ich meine Trading-Zeit von 5 Stunden am Tag auf 1,5 Stunden morgens und 2 Stunden zur New York Session begrenzt. Also nur noch 3,5 Stunden. Und in dieser Zeit verdiene ich mehr Geld, mache weniger Fehler, bin sicherer am Markt, weil ich die Statistik gesehen habe und weil ich gesehen habe, dass zu diesen Zeiten meine Trades, meine Setups besser funktionieren als sonst. Und der dritte Punkt lautet, verliere schneller. Was meine ich damit? Also erstmal natürlich mit kleinen Konten, entweder zahlst du 10 Dollar ein oder wenn du es verkraften kannst, 50 Dollar oder Euro oder du machst das Ganze mit einem Paper Trading Konto. Das Verlieren ist genau das, woraus wir Trader lernen können. Unter Berücksichtigung, dass du ein detailliertes Journal hast, dass du genau weißt, was du wo einträgst, damit du heute sehen kannst, warum du vor 3 Wochen verloren hast, wann du verloren hast, wie viel du verloren hast, wie du dich verhalten hast und natürlich auch das Ganze, warum du gewonnen hast. Wichtig ist aber, dieses Journal mit Daten zu sammeln, wie es nur geht, damit du daraus lernen kannst. Das kannst du auch mit Backtesting machen. Hol dir das TradingView-Abo, ich glaube, das kostet 17 Euro im Monat. Da kannst du super mit backtesten, da kannst du auch diese Trades ins Journal eintragen und du hast noch mehr Datensätze und dann wirst du sehen, was funktioniert und was nicht. Erstmal so viele Trades wie möglich nehmen, unter Berücksichtigung, dass du ein System hast, ein Setup hast, also mindestens ein Setup und dass du dieses Setup auch immer wieder wiederholen kannst. Immer wieder wiederholen kannst und dass du Daten sammelst. Und dann wirst du nach 50 oder 100 Trades sehen, was funktioniert, wann es funktioniert, warum es funktioniert. Das wird ja ein riesen Zeitvorsprung werden. Und jetzt kommen wir zum Thema 4. Thema 4 ist eigentlich ein Thema, wo ich überhaupt gar nicht mehr drüber reden mag, weil ich es auch so oft erwähne wie das Journal. Limitiere deine Verlierer so schnell es geht. Jeder Trade hat einen Stop-Loss. Ein Stop-Loss ist nicht gegen dich. Du hast einen Stop-Loss zum Schutze deines Kontos. Du hast das Stop-Loss nicht, damit du dir selber ins Bein schießt. Ganz wichtig.
wenn ich irgendwen sehe, der ohne Stop-Loss tradet, da gibt es erstmal ein gefühltes Disziplinarverfahren, weil das ist wirklich, also es ist im Traden eine der dümmsten Sachen, die ich jemals gesehen habe. Ein Stop-Loss schützt deine Verluste, dass du ein kalkuliertes Risiko hast. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf das Journal. Und zwar, wenn ich jetzt sage, limitiere deine Verluste. Du wirst in deinem Journal auch sehen, was der Markt tut und wann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der Trade nicht aufgeht. Zum Beispiel, du gehst eine Long-Position ein, du kriegst an einer Area of Interest ein Break of Structure oder Change of Character in die Sell-Richtung. Ja, dann wären das ja schon mal 2, wenn nicht sogar 3 Indizien dafür, dass der Trade jetzt umdreht. Das sind Sachen, die muss man natürlich dann im Journal je nach System und je nach Strategie sehen. Aber auch hier kannst du anfangen, deine Verluste zu limitieren. Also, Punkt 5 ist, suche dir einen Mentor. Keine Sorge, ich will dir in diesem Abschnitt nichts verkaufen. Ich habe Tausende von Euros ausgegeben, um Coachings zu bekommen. Ich habe Tausende von Euros für Kurse ausgegeben und letztendlich war es so und ist es auch so, dass ich von jedem etwas gelernt habe, was mich weitergebracht hat. Ob es jetzt Supply and Demand ist, ob es jetzt irgendwelche Gaps sind, die ich verstanden habe, oder ob es Areas of Interest sind oder Marktstruktur. Der eine erklärt so, der andere erklärt so. Wir haben hier auf YouTube einen Haufen kostenfreies Material, das stimmt. Am besten ist es aber tatsächlich, 1:1 von jemandem zu lernen, zu gucken, ob dieses System für dich funktioniert. Und wenn es funktioniert, dann ist gut, bleib bei dem System, lerne es weiter, verbessere es. Wie gesagt, ich habe Tausende von Euros ausgegeben. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gar nicht, wie viele Kurse und wie viele Coachings ich gemacht habe, bis ich letztendlich mein eigenes System entwickelt habe. Aber es war auf jeden Fall eine lange Zeit, viel Geld. Und ich glaube, wenn ich bei einem System geblieben wäre, dann wäre dieser ganze Prozess schneller gegangen und ich hätte deutlich weniger Geld ausgegeben. Aber ich will mich nicht beschweren, so wie es heute ist auch gut. Also, ne, mein Tipp an dich, bleib bei einem System, such dir auf jeden Fall einen Mentor, guck, ob der für dich passt und natürlich auch, ob die Strategie für dich passt. Also ich meine, wenn du wenig Zeit am Tag hast und du 3 Stunden scalpen sollst, das wird natürlich eher weniger funktionieren. Deswegen dann wahrscheinlich eher eine Swing-Trading-Strategie raussuchen. Zu guter Letzt der sechste Punkt. Der sechste Punkt ist wahrscheinlich mit deinem Journal der einzige Punkt, der dich bis an dein Trader-Lebensende für immer verfolgen wird. Und das ist die Disziplin. 2, 3 abschließende Sätze noch. Und zwar kennen wir das aus anderen Bereichen. Zum Beispiel möchten wir abnehmen, Geld sparen, wir möchten gesünder werden. Im Grunde wissen wir eigentlich immer, was wir machen müssen, um zu diesem Ziel zu kommen. Wenn du zum Beispiel abnehmen möchtest, weißt du, okay, ich muss mich mehr bewegen, ich muss darauf achten, dass ich mich gesund ernähre. Wenn du davon noch nichts weißt von diesem Wissen, weißt du auf jeden Fall, dass du dich darüber informieren musst, um zu diesem Wissen zu gelangen. Und beim Traden ist es eigentlich ab einem gewissen Punkt genau das Gleiche. Du weißt, was du jeden Tag zu tun hast. Du weißt, dass du nicht aus FOMO traden sollst, dass du keine Trades aus Angst schließen sollst, dass du nicht aus Gier länger in dem Trade drin bleibst, dass du nicht faul wirst und deine Trades nicht mehr journalst, dass du am Wochenende die Zeit nicht nutzt, um über deine Trades zu gehen. Das sind alles Dinge, die wir wissen, die aber mal oft, ich sage jetzt mal, als Selbstverständlichkeit untergehen können. Deswegen diszipliniert sein ist das A und O und das wird dich bis ans Ende verfolgen. Also, wenn du irgendwann an diesem Punkt nachlässt, dann wirst du eigentlich relativ schnell sehen, dass es sich auch auf deinem Trading widerspiegelt. Und das waren jetzt eigentlich so meine 6 Punkte. Zum Thema 5 nochmal, such dir einen Mentor. Ich bin gerade dabei, meinen Kurs, den ich vor anderthalb Jahren noch sorry. Ähm, Ich habe vor anderthalb Jahren einen Kurs aufgenommen für meine kleinere Gruppe und ich bin gerade dabei, diesen Kurs kostenfrei auf YouTube hochzuladen. Also, falls du Lust und Laune drauf hast, dir diesen Kurs anzuschauen, lass gerne ein Abo da, klick auf die Glocke. Ein paar Videos sind schon draußen, aber es werden auf jeden Fall die anderen auch noch folgen. Genau, es ist so ein kleiner Price-Action-Kurs, da geht es dann, ich sage jetzt mal um die Trading Basics. Ein bisschen fortgeschrittenere Sachen sind schon dabei, aber ansonsten war es das eigentlich an dieser Stelle soweit. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über ein Like, natürlich über ein Abo oder irgendwelche Kritikpunkte unten gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen,
zieh durch und wir sehen uns im nächsten Video. Also, bis denn dann.